Über Hayden Christensen spricht mittlerweile irgendwie niemand mehr. Noch vor etwa 16 Jahren wurde der Schauspieler als Anakin Skywalker gecastet. Eine riesige Ehre, den Typen spielen zu dürfen, der mal zu Darth Vader werden sollte. Viele waren mit seiner Performance allerdings nicht zufrieden und seit der Prequel-Trilogie hat der Schauspieler eigentlich nur noch in sehr unterdurchschnittlichen Filmen mitgespielt und jetzt hat er einen neuen Film und das musste ich einfach in die News packen. An der Seite von Emma Roberts und Alyssa Milano spielt er die Hauptrolle in einer Komödie namens Little Italy. Darin geht es um ein junges Pärchen, das sehr verliebt ist, aber dem Pärchen wird das Leben zur Hölle gemacht, denn die Pizzerias ihrer Eltern sind ziemlich verfeindet. Romeo und Julia, quasi mit Pizza, in einem Film, der sich so anfühlt, als würde er 15 Jahre zu spät kommen. Man muss auf diesem ästhetisch wenig ansprechenden Poster nur mal Hayden Christensen ins Gesicht gucken, um zu wissen, was der Darsteller selbst über das Ganze denkt. Der Film soll noch dieses Jahr in unseren Kinos erscheinen. Kleiner Scherz am Rande, dieser Film schreit nach Direct-to-DVD oder er schreit auch tötet mich, ich bin das Projekt einer unmotivierten Film AG. Ja, damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Cinema News auf unserem Kanal Cinema Strikes Back. Sherlock Holmes 3 kommt. Warner Bros. Hat nämlich den Release-Termin auf Weihnachten 2020 gelegt. Dabei ist die Frage immer noch nicht geklärt, ob Jude Law als Watson und Robert Downey Jr. als Meisterdetektiv wieder mit von der Partie sein werden. Viele deuten die Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins aber dafür, dass der Deal mit den beiden Stars schon in trockenen Tüchern sein dürfte. Mit anderen Worten, niemand auf diesem Planeten wäre so dämlich, Sherlock Holmes 3 ohne Robert Downey Jr. und Jude Law zu machen. Aber wer weiß, es wäre nicht das erste Mal in Hollywood, dass eine dämliche Entscheidung getroffen wird. Jack Black kennt man, der ist Schauspieler und bekannt aus Filmen wie School of Rock, Nacho Libre und Jumanji. Echte Fans wissen aber auch, dass er gemeinsam mit seinem langjährigen Kumpel Kyle Gass eine bekannte Comedy-Band namens Tenacious D hat. Die haben 2006 mit The Pick of Destiny einen sehr abgefahrenen Bandfilm herausgebracht. In Deutschland hieß der Film aus irgendeinem Grund Kings of Rock. Warum? Keine Ahnung. Erfolgreich war der Film leider nicht besonders und konnte mit Einnahmen von 13 Millionen US-Dollar sein Budget von 20 Millionen nicht wieder einspielen. Nun hat Tenacious D trotzdem bekannt gegeben, dass es ein Sequel geben wird und das könnte angeblich schon dieses Jahr rauskommen, gemeinsam mit ihrem mittlerweile 4. Album Post Apocalypto, das eine waschechte Rockoper werden soll. Wer noch nie in seinem Leben einen der beiden Bill and Ted Filme mit Alex Winter und Keanu Reeves gesehen hat, der sollte sich sofort in eine Ecke verkriechen und die Kultkomödien so schnell wie möglich aus dem Schrank holen. Die beiden Filme haben allerdings ein paar Jahre auf dem Buckel, so ist der zweite Teil bereits im Jahr 1991 erschienen. Nun haben die beiden Hauptdarsteller aber 27 Jahre später dieses Jahr für eine Fortsetzung zugesagt. Bill and Ted Face the Music ist der bisherige Titel. Der Film wurde sogar von den Schöpfern des Originals geschrieben und befindet sich nun in der Vorproduktion. Ich persönlich freue mich riesig drauf. Keanu Reeves Karriere ist einfach seit John Wick wieder komplett erstarkt, was mich super freut. Und so haben auch übrigens vor kurzem die Dreharbeiten zu John Wick 3 angefangen. Und vor kurzem ist das erste Bild zu Keanu Reeves nächstem Film erschienen oder zu einem seiner nächsten Filme. In Siberia spielt er einen US-amerikanischen Diamantenhändler, der seinen gekidnappten Kollegen sucht. Rambo-Fans aufgepasst! Sylvester Stallone hat auf seinem Instagram-Account offiziell bestätigt, dass Rambo 5 endlich Wirklichkeit wird. Jetzt, wo der 4. Teil bereits 10 Jahre alt geworden ist und ich persönlich mag den 4. Teil auch sehr. Zum Inhalt von Rambo 5 gibt es auch schon die ersten Infos. Die Tochter eines Freundes von Rambo wurde von einem Drogenkartell entführt und der gealterte Veteran soll sie da mit aller Gewalt rausboxen. Die Dreharbeiten zum Actionfilm sollen noch dieses Jahr im September beginnen. Starten soll der Film dann im Herbst 2019. Ich freue mich da sehr drauf, denn alles, was nach Rocky 5 rauskam, war meiner Meinung nach auch verdammt gut. Übrigens hat auch Bad Boys 3 einen offiziellen Starttermin bekommen, der 17. Januar 2020. Aber sowohl Martin Lawrence als auch Will Smith sind natürlich wieder mit von der Partie. Alles andere wäre auch absoluter Blödsinn. Wer wie wir die abgedrehte Sci-Fi-Comedy-Serie Rick and Morty liebt, darf sich jetzt mal einen gigantischen Ast freuen. Der Sender Adult Swim hat nämlich 70 neue Folgen bestellt und die sollen in insgesamt 7 Staffeln 10 Folgen ausgestrahlt werden. Die 4. Staffel erscheint wahrscheinlich schon Ende 2019.
Wabbalabadabdab. Dass Disney einen Trickfilm nach dem anderen in Realfilmadaptionen umsetzt, ist jetzt schon lange keine Neuigkeit mehr. Die Jungle Book Live-Action-Verfilmung konnte über 966 Millionen US-Dollar einspielen. Die Schöne und das Biest setzte da noch einen drauf und hatte sogar Einspielergebnisse von 1,26 Milliarden Dollar. An König der Löwen wird jetzt auch schon kräftig gearbeitet und an Aladdin auch. Und da soll ja sogar Guy Ritchie Regie führen. Und Mulan soll 2020 in die Kinos kommen. Laut Pursue News soll Mulan angeblich 290 Millionen US-Dollar kosten. Fun Fact: Bereits 2009 gab es eine Verfilmung des Stoffes. Was haltet ihr von den ganzen Realverfilmungen von Klassikern? Freut ihr euch darüber oder findet ihr, dass Disney da nichts anderes macht als langweilige Geldmache oder ja, was auch immer? Schreibt uns eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Wir bleiben bei Disney, denn Infos gibt es auch zur geplanten Star Wars Realserie. Jon Favreau arbeitet an den Drehbüchern. Das ist der Regisseur von Iron Man und auch von The Jungle Book. Und auf der Premiere zu Solo: A Star Wars Story in Cannes verriet er jetzt auch schon erste Details. Die Serie soll 7 Jahre nach den Geschehnissen von Star Wars Episode 6 spielen und dabei sollen viele Computereffekte verwendet werden, die Favreau schon in The Jungle Book genutzt hat. 2019 könnte die Serie schon starten, zeitgleich mit dem Launch des neuen Disney-Streaming-Dienstes. Am 24. Mai, also in etwa 10 Tagen, startet aber auch bereits Solo und nun wurde bekannt, dass ungefähr 70% des Films von Ron Howard stammen. Die Zahl ist größer als gedacht. Wir erinnern uns, Ron Howard ersetzte während den Dreharbeiten die Regisseure Phil Lord und Chris Miller. Leider haben wir auch diese Woche wieder eine traurige Neuigkeit zu vermelden. Die britische Filmeditorin Anne V. Coates ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Coates war eine der berühmtesten Cutterinnen aller Zeiten und in ihrer Karriere, die über 65 Jahre ging, schnitt sie 54 Filme. Zu ihren bekanntesten Werken zählen unter anderem Lawrence von Arabien, Der Elefantenmensch, Erin Brockovich und auch sogar 50 Shades of Grey. Der Erfolg von Avengers Infinity War scheint einfach nicht zu enden. Die 1 Milliarde US-Dollar-Marke, die konnte die Comic-Verfilmung schon lange hinter sich lassen, denn derzeit hat Avengers 3 schon über 1,6 Milliarden US-Dollar eingespielt. Allein in Deutschland haben sich bisher über 2 Millionen Zuschauer den Marvel-Film angesehen. Das macht ihn jetzt schon zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres. Auf Platz 1 bleibt aber weiterhin 50 Shades of Grey 3 mit über 3 Millionen Besuchern. Es bleibt abzuwarten, ob Avengers 3 die 3 Millionen Besucher-Marke noch knacken wird. Natürlich starten diese Woche aber auch ein paar neue Filme in den deutschen Kinos und nach Avengers 3 kommt der nächste Superheldenfilm. Auf Deadpool 2 dürften sich sehr viele Leute freuen. Darüber werden wir diese Woche gleich zweimal sprechen. Morgen kommt eine Filmkritik von mir. Kleiner Spoiler, ich mochte den Film. Und Freitag kommt dann eine Spoiler-Review, ein Podcast von uns dreien. Neben Deadpool 2 startet diese Woche aber auch der neue Roman Polanski-Thriller Nach einer wahren Geschichte mit Emanuel Seigner und Eva Green. Darin geht es um eine Schriftstellerin, die auf eine mysteriöse Fremde trifft. Die beiden freunden sich an, doch die Fremde drängt sich immer mehr in ihr Leben und fängt an, sie zu kopieren. Außerdem startet die Doku The Cleaners. Darin geht es um Content-Moderatoren, die auf Social-Media-Plattformen pornografische und verfassungsfeindliche Inhalte löschen müssen. Ein recht interessantes Thema, wie ich finde. Und auch in der Serienwelt gibt es ein paar interessante Starts. Auf TNT Comedy startet die erste Staffel von Final Space. In der Sci-Fi-Animationsserie bereisen ein Astronaut und sein planetenzerstörender Sidekick das All, um herauszufinden, wo das Universum eigentlich endet und ob es überhaupt existiert. Das klingt meiner Meinung nach extrem interessant. Am Freitag startet aber auch auf Netflix die zweite Staffel von 13 Reasons Why, also Tote Mädchen lügen nicht. Dazu müssen wir ja nicht viel sagen, denn die erste Staffel war letztes Jahr eine der meistdiskutiertesten Serien überhaupt. Und eine zweite Staffel bekommt ebenfalls You Are Wanted auf Amazon. In der Thriller-Serie mit Matthias Schweighöfer geht es darum, wie ein Familienvater gehackt wird und sein Leben dadurch außer Kontrolle gerät. Wir fanden die erste Staffel von You Are Wanted sehr furchtbar, aber auf Final Space freue ich mich zum Beispiel sehr. Science Fiction zählt ja zu unseren Lieblingsgenres. Zum neuen Predator, der den furchtbaren Beinamen Upgrade bekommen hat, gibt es jetzt übrigens auch einen Trailer.
der mich persönlich richtig kalt gelassen hat. Das erinnert wirklich gar nicht mehr an das Original mit Arnold Schwarzenegger. Dafür freut es mich sehr, dass Denis Villeneuve die erste Drehbuchfassung seiner kommenden Dune-Verfilmung fertiggestellt hat. Schreibt uns unbedingt mal in die Kommentare, worauf ihr euch so freut. Das wäre 1A. Checkt jetzt auf jeden Fall auch unsere anderen Videos aus. Am Samstag habe ich beispielsweise etwas ausführlicher über erwachsene und düstere Superhelden-Verfilmungen gesprochen, über Logan, über The Dark Knight, über Watchmen und auch über Deadpool. Schaut euch das Video unbedingt mal an und abonniert unbedingt Cinema Strikes Back, dann zählt ihr zu den coolen Jungs und macht die Glocke an. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper, dem Coolen von der Schule.